wenn der Mensch stirbt, der dreidimensionale Mensch, kommt er dann kurzfristig in die 5. Dimension und ist von dort aus weiter wirksam? Also, oder wo ist der Mensch? In einem Zwischenbereich, ja, aber wo? Wo? Direkt neben dir. Es ist sozusagen eine erdnahe Ebene, die aber wie durch einen Schleier getrennt ist. Es ist die Astralebene, in der sozusagen die Geistwesen der Menschen dann sind und in dem sie auch Kontakte haben und in der sie dann all die Dinge, die im Leben nicht abgearbeitet worden sind, noch einmal erleben, um vollkommen gereinigt dann weiterzugehen. Das, was ihr als die sogenannte Hölle oder Vorhölle bezeichnet, ist diese Astralwelt. Sie ist die Welt, in der Reinigung stattfindet, in der Klärung stattfindet, in der der Astralkörper von all den Belastungen des Lebens befreit wird, um dann befreit weiterzugehen und sich wieder neu zu orientieren. Wir Menschen wissen, was der Körper ist. Was aber sind Geist und Seele? Ja, die Menschen wissen noch nicht mal, was der Körper ist. Und sie wissen schon lange nicht, was Geist und Seele sind. Das sind Begriffe für etwas, das sie, von dem sie annehmen, dass es da ist, das sie aber nicht wirklich kennen. Aus der gesamten Entwicklung des Menschen kann ich dir sagen, dass der Körper sozusagen das letzte Instrument ist, das benötigt wird, um eben auf einem Planeten wie der Erde entsprechend zu agieren und eben alles das, was sonst noch mit da ist, auch auszudrücken. Der Körper ist sozusagen der Ausdruck einer inneren Kraft, die aus mehreren Ebenen besteht. Und die Ebene, die als nächstes nach dem grobstofflichen Körper kommt, ist der Astralkörper, der sozusagen so etwas wie die Blaupause des äußeren Körpers ist. Es ist dasselbe Teil, das eben sich trennt vom äußeren Körper in dem Moment, wo der Körper nicht mehr lebensfähig ist und dann in der Astralwelt weiterlebt. Und neben dem Astralkörper gibt es dann noch eine nächste Stufe, das ist der Emotionalkörper, in dem alle Gefühle, alle Dinge gespeichert sind, die ein Mensch jemals in sich erlebt hat und aus dem heraus dann eben auch bestimmte Impulse kommen. Und neben dem Emotionalkörper gibt es dann noch den Mentalkörper, in dem sozusagen die geistige Essenz ist, die dazu führt, dass diese Körper alle entstanden sind. Sodass ihr sozusagen von der geistigen Ebene bis hin zur materiellen Ebene viele Anteile in euch tragt, die euren Ausdruck hier auf der Erde möglich machen. Aber der Ursprung all dessen, was ihr seid, ist der Mentalkörper. Da kommt eine schwierige Frage jetzt. Die Beschreibung der niederen Dimensionen bis zur 5. aus Sicht der 7. Dimension würde mich interessieren. Ich würde gerne wissen, wo der Teufel, Satan und Luzifer wirken. Ist Luzifer auch inkarniert, also Seelenbestandteile von ihm, oder ist er nur der Hüter der 3. Dimension? All das sind Gedankenkonstruktionen, weil Menschen sich die guten und die schlechten Seiten auf diesem Planeten erklären möchten. Es ist einfach so, dass diese geistigen Kräfte nicht mehr in der 5., 7. und den weiteren Dimensionen so wirken können wie in der 3. In der 3. habt ihr die Dualität und in der 3. habt ihr durch die Dualität die klare Grenzziehung. Diese klare Grenzziehung führt bei manchen Menschen dazu,
dass sie das Gute und das Schlechte entsprechend bewerten, und aus diesen Bewertungen heraus sind dann Gedankenkonstruktionen wie der Teufel, Luzifer und ähnliches entstanden. Im Endeffekt sind alle diese Kräfte, die mit und auf der Erde wirken, geistig-seelische Kräfte des Lichts. Auch diejenigen, die ihr jetzt mit der Dunkelheit sozusagen verbindet. Danke. Gehört zu meinen Lebenszielen auch eine neue Religion zu gründen. Was dürfen wir dazu sagen? Lass es lieber sein. Okay. Wie fest da? Die Religion, die Gründung von Religionen hat immer zu großen Auseinandersetzungen in dieser Welt geführt. Und die persönliche Entwicklung hat nichts mit der äußeren Situation von Religionen zu tun, sondern hat etwas mit dem mystischen Anteil, mit dem inneren Anteil aller Religionen zu tun, die jemals existiert sind. Und es ist vollkommen gleichgültig, auf welchem Anfangsweg ihr euch begebt, mit welcher Religion ihr beginnt, eure Forschungen weiterzutreiben. Ihr werdet im Endeffekt an einem mystischen Punkt ankommen, an dem ihr selber die inneren Wahrheiten in euch erfahrt und spürt. Das heißt, es geht bei den einzelnen Personen auch ohne Außeneinwirkung schon langsam voran, jetzt? Ja, es geht immer voran, aber die Entwicklung der Menschheit ist nicht von den Religionen an sich abhängig, sondern es ist von den Persönlichkeiten abhängig, die sich mit der Religion beschäftigen und durch religiöse Erfahrungen ihren eigenen Weg gehen. Okay. Ich habe im Internet was veröffentlicht. Die Fürbitte an die geistigen Helfer der Erde. Ist sie so in der Form in Ordnung oder soll ich etwas weglassen oder hinzufügen? Aus unserer Sicht ist hier alles gesagt, was gesagt werden darf und was gesagt werden muss. Und diese Fürbitten, wenn sie gelesen werden von anderen Menschen, sind auch so strukturiert, dass sie eine geistige Resonanz hervorrufen, sodass hier nichts verändert werden sollte, sondern du kannst hier beruhigt sein, dass du die richtigen Worte gefunden hast. Danke, da habe ich lange daran gearbeitet. Ja, das weiß ich.